Kennst du das? Du willst mit der Airbrush-Pistole eine Linie ziehen, aber stattdessen kommt nur ein Farbklecks. Dann ist dieser Trick genau das Richtige für dich. Hallo, mein Name ist Rainer Godi-Johann alias Godi von der Wasserstraße und in diesem Video zeige ich dir den Punkt-zu-Linie-Trick. Damit bekommst du endlich Kontrolle über deine Airbrush-Pistole und das ist quasi ein Versprechen. Wir starten mit einem einfachen Punkt, dann ziehst du deine Airbrush-Pistole sanft zurück und daraus entsteht eine Linie. Klingt einfach, ist aber die Basis für jede saubere Airbrush-Illustration. Das Ziel heute ist es, das Bedienhebelgefühl zu trainieren und die Verbindung zwischen Punkt, Bewegung und Linie wirklich zu spüren. Und das Beste ist, ich habe dir für diese Übung ein Arbeitsblatt entworfen, mit dem du jeden Schritt ganz einfach mitmachen kannst. Das kannst du dir jetzt sofort kostenlos unter diesem Video herunterladen. Den Link habe ich in der Beschreibung. Ich benutze heute eine 0,2 mm Düse mit ca. 1,2 bar Druck. Dazu ein Arbeitsblatt mit 250 Gramm Papier und ein bisschen Geduld. Wenn du magst, drucke dir das Arbeitsblatt einfach aus und ja, dann können wir ja auch direkt durchstarten. Und zwar hier noch einmal kurz zum Arbeitsblatt. Auf der ersten Seite findest du Ziel der Übung, Material, welches wir verwenden und wie der eigentliche Trick funktioniert. Kommen wir schon zur zweiten Seite und hier siehst du Felder aufgezeichnet, auf denen wir gleich oder in denen wir gleich trainieren. Kommen wir aber jetzt zur wichtigsten Bewegung, wie ich finde, in der Airbrush-Malerei, und zwar das ist die mit unserem Zeigefinger. Wir haben nämlich hier den Bedienhebel an der Airbrush-Pistole, das ist er hier, und dort legen wir unseren Zeigefinger ganz bequem auf, halten unsere Pistole ganz entspannt in der Hand und jetzt geben wir Druck mit dem Zeigefinger auf den Bedienhebel. Denn jetzt geben wir die Luft frei. Ziehen wir den Hebel nach hinten, kommt Farbe. Brauchen wir die Farbe nicht mehr, schieben wir den wieder nach vorne und heben dann erst den Finger vom Bedienhebel. Eine ganz wichtige Reihenfolge. Also schauen wir uns das gleiche noch einmal an. Zeigefinger auf den Bedienhebel, Bedienhebel nach hinten ziehen, es kommt Farbe, Bedienhebel nach vorne, du stoppst die Farbe, weiter Luft, nimmst du den Zeigefinger runter, hast du auch die Luft zuvor gestoppt. Also noch einmal, Zeigefinger auf den Bedienhebel, drücken, gleich Luft, ziehen, gleich Farbe, nach vorne, Farbe stoppen, Finger runter und die Luft stoppt. Das ist die wichtigste Bewegung, wie ich finde, direkt an der Airbrush-Pistole. Und die solltest du verinnerlichen, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst, was dein Finger mit dem Bedienhebel macht, und zwar auch in welcher Reihenfolge. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Übung. Und zwar haben wir ja hier unsere Übungsfelder und dort haben wir einmal den Punkt stehen, dann einen kleinen Pfeil und den sollen wir dann zur Linie machen. Da haben wir jetzt 4 Felder, wo wir entsprechend einmal trainieren können. Ich kann dir dazu einen Tipp geben, und zwar, wenn du die Pistole ganz locker in der Hand hältst, den Zeigefinger auf den Bedienhebel hast, dann nimm deine linke Hand zur Unterstützung, leg die auf den Untergrund und jetzt kannst du entsprechend die rechte Hand darauf legen und sie so stützen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass du jetzt auch mit der linken Hand über den Untergrund rutschen kannst und somit hast du die Kontrolle. Probieren wir zum ersten Mal aus. Also, erst einmal Luft geben, dann versuchen wir den Punkt hinzubekommen und wie du siehst, dort war schon etwas zu feucht gesprüht.
Da solltest du direkt drauf achten. Und wenn das beim ersten Mal nicht klappt, ist das überhaupt gar kein Problem, denn wir haben ja hier 4 Felder und zur Not druckst du dir noch ein zweites Blatt aus. Oder du trainierst einfach auf einem Übungsblatt. Gut, kommen wir jetzt nochmal. Hier gehen wir wieder ins Feld, Bedienhebel, dann Farbe geben, langsam und nach hinten ziehen. Siehst du? Ganz langsam die Farbe geben und nach hinten ziehen. Das gleiche machen wir hier noch einmal. Ganz langsam die Farbe geben und nach hinten ziehen. Das gleiche noch einmal. Und du siehst, umso öfter du trainierst, umso besser wirst du. Denn Übung macht ja bekanntlich den Meister. Machen wir einfach weiter. So, dann hier wieder schön ganz locker den Finger auf den Bedienhebel und ab geht die Post. Siehst du, es macht Spaß zu sehen, wie du selber weiterkommst. Und das schaffst du mit diesen Übungen. Ich bin selber immer wieder begeistert, wenn es dann auch tatsächlich direkt klappt. Siehst du? So, und jetzt machen wir noch eine Linie darunter. Da auch. So. Und es funktioniert. Jetzt nehmen wir uns nochmal dieses lange Feld hier vor und machen das gleiche da noch einmal. Jetzt versuchen wir da direkt 2 Striche untereinander aufzubauen. Und wie du siehst, wenn du deine rechte Hand auf diese linke abstützt, dann bekommst du das super hin, weil du entsprechend mit der linken Hand über den Untergrund rutschen kannst. Und somit hast du eine tolle Führung für die rechte Hand. Und genau das gleiche machen wir jetzt hier auch noch einmal. Den Punkt geben und jetzt auch mal ruhig etwas stärker werden, ohne dass er anfängt zu laufen. Denn das wirst du ab und zu auch brauchen. Und jetzt versuchen wir wieder direkt in diesen Punkt zu starten und laufen einfach los. Und wenn diese Stellen dort am Anfang passieren, überhaupt kein Problem. Denn mit zunehmender Sprühzeit wirst du immer sicherer im Umgang mit deinem Zeigefinger und dem Bedienhebel. Dazu habe ich noch einen Tipp. Du musst keine unheimlich teure Airbrush-Pistole haben. Ich habe hier eine AB Ridge 200 oder Ridge AB 200, so heißt sie richtig. Das ist jetzt nicht die billigste, das ist auch nicht die teuerste. Ich will jetzt hier auch keine Werbung dafür machen. Diese Pistole verwende ich schon ziemlich viele Jahre. Und mein Tipp, nimm dir eine Airbrush-Pistole zur Hand und bleib eine ganze Zeit dabei. Weil bei den entsprechenden Airbrush-Pistolen sind die Hebelwege unterschiedlich. Und deswegen eine Pistole und dabei bleibe eine ganze Zeit und übe dann nur mit dieser Airbrush-Pistole. Und ich sage dir, du wirst den Erfolg kurzfristig merken. Jetzt haben wir hier unten noch ein Feld, wo du deine eigenen Notizen eintragen kannst. Und ich kann dir nur raten, schreib da ruhig was rein. Denn diese beiden Arbeitsblätter, die kannst du dir abheften und immer wieder nachschauen, was du
dabei gespürt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast und vor allen Dingen dadurch, dass du alles abheftest, erkennst du deinen Fortschritt. Gut, einen Tipp habe ich noch. Übe erstmal nur Punkte, dann ziehst du sie langsam auf. Denk daran, weniger ist manchmal bedeutend mehr. Wenn du das heute schaffst, dann hast du die Grundlage gelegt für jede Linie, jeden Verlauf, jedes Motiv mit Licht. Du willst weitere Übungen? Dann abonniere doch meinen Kanal für weitere tolle und hilfreiche Tricks auf deiner Reise in die Airbrush-Malerei.